Ja, hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute erfahrt ihr, welche Updates alle es im Juni gegeben hat in Microsoft Project for the Web. Abfahrt! Something for your mind. Ja, Freunde, ich dachte mir so, geh mal nach draußen aus dem Büro. Wir haben Juni, draußen ist es warm, aber ihr seht, nichts ist Regen. Egal. Heute geht es darum, welche Updates Microsoft im Juni gepublished hat in Project for the Web und natürlich im Dataverse App. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem neuen Feature. Auf geht's. Legen wir also mit dem ersten Feature los und das ist das Speichern von Project MPP-Dateien in Project for the Web. Es ist jetzt möglich, wenn ihr einen Projektplan im Client erstellt habt, diesen in Project for the Web zu importieren. Das ermöglicht euch logischerweise die Zusammenarbeit mit eurem Team, auch über andere Applikationen wie zum Beispiel Microsoft Teams. Und welche Informationen könnt ihr aus einem Projektplan in Project for the Web speichern? Einmal, wenn ihr Notizen an einem Arbeitspaket hinterlegt habt, können diese mit übernommen. Dann logischerweise der Vorgangsname, die Dauer des Arbeitspaketes, dann einmal Anfang und Ende, der entsprechende Vorgänger. Achtung, hier werden zum jetzigen Zeitpunkt nur klassische Ende-Anfang-Beziehungen gespeichert. Solltet ihr andere Beziehungen verwenden, wie zum Beispiel Ende-Ende, Anfang-Anfang oder mit verschiedenen Zeitabständen, so werden automatisch diese Vorgänge in eine Ende-Anfang-Beziehung geändert. Dann logischerweise der entsprechende Fertigungsgrad des Arbeitspaketes, hier Prozent abgeschlossen. Dann einmal die entsprechenden Attributfelder, wenn ihr diese habt, werden mit gespeichert. Und leider momentan noch nicht die Ressourcennamen. Das heißt, wenn ihr Ressourcennamen hinterlegt habt, werden diese automatisch entfernt. Deswegen habe ich jetzt hier einmal 3 Stück hintergetragen, damit ihr erkennen könnt in dem Wizard, wie der das Ganze nachher durchführt. Das heißt, hier haben wir auch keine Möglichkeit. Ganz kurz, andere Informationen zu den Projektplänen, wie zum Beispiel die Baseline, abweichende Einschränkungsarten, projektübergreifende Abhängigkeiten, Fristen, Formeln, inaktive Aufgaben, Links, manuelle Aufgaben, benutzerdefinierte Felder auf Projektebene, wiederkehrende Aufgaben, Ressourcen und Teilprojekte werden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit importiert. Aber wenn ihr hier einen Projektplan importieren wollt, so habt ihr die Möglichkeit, diese mit den Grundkonfigurationen nun in Project for the Web zu speichern. Wenn ihr im Project Home seid, habt ihr die Möglichkeit, den Projektplan über den entsprechenden Wizard zu importieren. Wenn euch die Grundkonfigurationen von Project Home interessieren, guckt gerne hier mein Video zu Project Home. Link packe ich jetzt gerade nach oben rein. Ihr klickt einfach auf Neue Projekte auf das Pulldown-Menü und wählt hier dementsprechend die Option von Project Desktop Importieren aus. Wählt einmal MPP-Datei auswählen. Wählt einmal die entsprechende Datei von eurem Speicherort aus und die Datei wird automatisch importiert. Der Wizard hat jetzt festgestellt, dass ich 3 Ressourcen meinem Projektplan hinzugefügt habe. Diese können logischerweise nicht übernommen werden. Die könnt ihr natürlich jetzt anschließend aus euren Active Directory mit integrieren. Wenn euch das interessiert, schaut auch gerne das Video Grundlagen Project for the Web. Und somit habt ihr dann die Möglichkeit, euren Projektplan mit eurem Projektteam den entsprechend zu teilen. Was ist mit importiert worden? Ihr seht einmal, der Fertigungsgrad ist mit importiert worden. Wir haben auch die Notizen mit importiert und wir haben auch unser Attributfeld, was leider momentan noch ausgeblendet ist. Hierzu klickt ihr einfach auf Spalte hinzufügen und wählt im unteren Bereich einmal das Feld QM aus und somit habt ihr auch wieder das QM-Feld eingeblendet. Dementsprechend wurde auch die Zeitachse logischerweise mit implementiert. Ihr habt einmal die Boardansicht für die Zusammenarbeit und dementsprechend auch die Raster. Das nächste neue Feature in Project for the Web ist die Collaboration Corner Presence, die euch in der oberen rechten Ecke angezeigt ist, sobald eine zweite Person den Projektplan bearbeitet, während ihr ebenfalls in dem Projektplan seid.
Das bedeutet, sobald eine weitere Person dem Projektplan hinzuteilt, seht ihr im oberen Bereich die Person automatisch angezeigt wird. Ihr seht jetzt, dass Uschi Peters hier den Projektplan schon editiert hat und eventuell auch Änderungen in dem Projekt eingibt. Sollte eine dritte Person den Projektplan öffnen, seht ihr im oberen Bereich automatisch, dass hier auch die Ressource hinzugefügt wird. Und wenn ihr einmal auf den Thumbnail klickt, wird euch auch angezeigt, dass der Willi-Plum momentan das Projekt geöffnet hat. Das nächste neue Feature in Project for the Web ist die Integration der sogenannten Auswahlfelder. Um ein solches hinzuzufügen, klickt ihr einfach auf Spalte hinzufügen, wählt in dem Kontextmenü neues Feld aus und hier wird euch im unteren Bereich nun angeboten Auswahlfelder und hier nehmen wir jetzt einfach mal folgendes Auswahlfeld, nämlich den Status. Und hier möchte ich ganz gerne festhalten, welchen Status das jeweilige Arbeitspaket hat. Ist es zur Abnahme bereit, wurde die Abnahme durchgeführt und ist es danach geschlossen. Hierzu gebe ich folgenden Status ein, einmal Bearbeitung. Danach haben wir einmal abgeschlossen. Im nächsten erfolgt die Abnahme des Arbeitspaketes. Ich füge noch eine weitere hinzu und zwar in dem Fall einmal geschlossen. Was sehr schön ist, ihr könnt auch gleichzeitig Emojis hinzufügen. Dazu drückt ihr einfach das Emoji-Menü, einmal die Windows-Punkt-Taste und hier werden euch jetzt nun die verschiedenen Emojis angeboten. In meinem Fall wähle ich jetzt zum Beispiel bei der Bearbeitung einfach mal den Mechaniker, den ich vorne wegsetze. Als abgeschlossen wähle ich dann einmal dementsprechend die Zielflagge. Als Abnahme nehme ich einmal die Ampel. Und als geschlossen logischerweise dann den grünen Haken, damit das Arbeitspaket auch so gefleckt wird. So, ich klicke auf Erstellen. Und auch hier habt ihr jetzt die Option, relativ einfach und schnell euren Status einzugeben. Das ist jetzt logischerweise schon abgeschlossen. Das ist gerade in Bearbeitung und das ist in der Abnahme. Wie ihr erkennen könnt, wird auch dementsprechend das Ganze grafisch so ein wenig aufgewertet. Das nächste neue Feature in Project for the Web ist die Integration der Filterfunktionalitäten in der Ansicht Board und in der Ansicht Zeitachse. Bedeutet, wenn ihr jetzt auf die Board-Ansicht geht, habt ihr auch hier die Filterfunktionalität. Ihr könnt einmal den Schnellfilter auf den entsprechenden Fertigungsgrad setzen oder logischerweise im oberen Bereich auch relativ einfach suchen. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt die Suche auf Task 2 eingebt, wird mir nur noch der Task 2 unter nicht angefangenen Aufgaben gezeigt. Natürlich wird der Filter auch gespeichert. Das bedeutet, wenn ihr jetzt die Filterfunktionalitäten schließt, wird diese automatisch auf der Zeitachse ebenfalls übernommen und auch in der Rasteransicht wird der Filter weiterhin zur Verfügung stehen. Das erkennt ihr, indem ihr hinter dem Filter eine 1 gesetzt habt und hier quasi euch als Indikator dazu zählt, dass der Filter noch Das letzte neue Feature ist die Integration der Zeitplanungsmodusse feste Dauer, feste Einheit und fester Aufwand, feste Arbeit, die ihr jetzt vergeben könnt auf der Projektebene. Das bedeutet, ihr geht auf ein neues Projekt und wenn ihr jetzt über die Dataverse einmal ein Projekt erstellt, fester Aufwand, habt ihr einmal im unteren Bereich die Möglichkeit, einmal den Zeitplanungsmodus zu ändern. Ihr geht einmal auf Speichern und dementsprechend wird das Projekt auch gespeichert. Damit ihr diese Funktionalität nutzen könnt, müsst ihr diese erst aktivieren. Ihr findet diese unter Projekte, Einstellungen, Parameter und markiert einmal eure Organisation.
Klickt danach bitte einmal auf Bearbeiten und hier habt ihr dann den Zeitplanungsmodus, den ihr angeben könnt. Einmal, welchen ihr als Standard schon verwenden wollt. In meinem Fall nehme ich immer feste Einheit. Wenn ihr das außer Kraft treten wollt, dass Projektleiter diesen selbstständig wählen können für ihre Projekte, habt ihr hier die Option einmal Ja oder Nein anzuklicken. Hierzu werde ich auf alle Fälle nochmal ein extra Video machen, was es mit dem Zeitplanungsmodus so auf sich hat, denn nicht nur hier, auch in Project Online Client sind das immer wieder Fragen, die ich in meinen Schulungen halte, und da werden wir nochmal einen besonderen Webcast zu machen. So, das soll es jetzt auch wieder gewesen sein hier auf meinem Channel. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitnehmen können. Ihr seht, es ist wieder jede Menge neu gekommen in Microsoft Project for the Web. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar und noch besser abonniert meinen Channel, denn ich werde in nächster Zeit hier zu dem ganzen Thema Updates mehr Infos für euch bringen, damit ihr logischerweise hier auch immer auf dem Laufenden bleibt. Ich finde, das ist ein ganz guter Weg. Kurzes Video, 10, 12 Minuten und dann seid ihr immer auch auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ich bin raus, euer Blanky. Ciao.